Tagesschau, meine Damen und Herren, guten Abend. Heute Samstag mit diesen Themen. Kundgebungen verhindert. In Zürich und Bern räumt die Polizei Protestveranstaltungen gegen Corona-Maßnahmen. Überraschende Ankündigung. Das ist ein einseitiger Entscheid von Italien. Italien will ab dem 3. Juni die Grenzen öffnen. Die Schweiz wurde vorab nicht informiert. Ein Jahr nach der Ibiza-Affäre. Ich habe viele Fehler gemacht, ich stehe nicht an. Und es ist zutiefst peinlich. Heinz-Christian Strache ist zurück mit etwas Reue und einer neuen Partei. Zwangspause vorbei, die Bundesliga im Geistermodus. Und sonnig und warm in den Bergen, im Süden etwas mehr Wolken. Im Großen und Ganzen stoßen die vom Bundesrat verordneten Corona-Schutzmaßnahmen auf Verständnis. Bei aller Sorge um die Wirtschaft, bei aller Unsicherheit, wie lange die Ver- und Gebote noch gelten. Trotzdem sind längst nicht alle einverstanden mit den Einschränkungen. Schon zum 3. Mal in Folge demonstrierten in verschiedenen Schweizer Städten heute mehrere hundert Kritiker dagegen. Die Polizei ließ die Demonstranten, anders als noch vor einer Woche, nicht gewähren. Simone Herrmann berichtet. Aufgeheizte Stimmung auf dem Sechseleutenplatz in Zürich, als die Polizei die Versammlung aufzulösen versucht. Einzelne Personen werden abgeführt. Davor hatte die Polizei mehrfach den Dialog gesucht. Pünktlich um 2 hatten sich in Zürich gegen 200 Menschen versammelt zur sogenannten Mahnwache. Sie haben verschiedene Anliegen. Viele finden, Covid-19 sei nicht schlimmer als ein Grippevirus. Eine Aussage, welche die Wissenschaft mehrfach widerlegt hat. Andere, hier in Basel, fürchten sich vor 5G. Und wieder andere glauben an die große Verschwörung, etwa dass Bill Gates hinter Covid-19 stecke, auch hier in Bern. Gemeinsam ist diesen Menschen, dass sie unzufrieden sind über den Ausnahmezustand, und sie haben auch gemeinsame Feindbilder, etwa den Staat, die Behörden, aber zum Teil auch die Wissenschaft und die Medien. Auch wir wurden heute verschiedentlich beschimpft und zum Teil aggressiv angegangen. Größtenteils war aber hier die Stimmung friedlich. Die meisten Menschen kamen in Bern zusammen. Rund 300 waren es. Hier wollte die Polizei die Kundgebung von Anfang an verhindern und sperrte den Bundesplatz ab. Dennoch trafen auch hier die unterschiedlichsten Demonstranten aufeinander. Wir haben hier von der rechten Ecke bis zur ganz linken Ecke haben wir wahrscheinlich alles. Wir haben die Esoteriker, wir haben die Leute, die sich politisch einsetzen wollen, die Angst um unsere Demokratie haben. Also wir haben die ganze Bandbreite, böse gesagt, vom Vollidioten zum Wissenschaftler ist alles da. Die Proteste zogen auch in allen Städten Menschen an, die sich um ihre Grundrechte sorgen oder um die Existenz, weil sie fast nichts mehr verdienen. Ich will aber auch gar keine Ersatzzahlungen. Ich möchte gerne weiterleben, ich möchte gerne spielen, auftreten und irgendeine Normalität finden. Ich kann zum Beispiel nicht arbeiten. Ich habe ein warmes Bad, wo ich Therapien anbiete. Ich kann doch nicht mit Maske arbeiten. Wie stellen Sie sich das vor? Ich kann nicht weiter arbeiten. Punkt. Die Polizei löste die Versammlungen überall auf. In Zürich und Basel kam es zu ein paar Dutzend Verzeigungen. In Bern müssen gar rund 100 Personen mit einer Anzeige rechnen. Von den Gesinnungen der Demonstranten mal abgesehen, beschäftigen die Corona-Demonstrationen auch die Politik. Denn nebst Kundgebungen über 5 Personen sind derzeit auch das Unterschriftensammeln oder Parteiversammlungen unmöglich. Ein unhaltbarer Zustand finden immer mehr Parlamentarier. André Ruch aus Bern. Die Situation ist paradox. Auf dem Bundesplatz hinter mir fand heute Morgen noch ein großer Markt statt mit mehreren tausend Besuchern. Um die Abstandsregeln futierten sich die meisten. Danach räumte die Polizei den Platz, um ihn für eine politische Kundgebung zu sperren. Shopping ja, protestieren nein. Dieser Zustand stößt auch vielen Parlamentariern mittlerweile sauer auf. Sie fordern nun vom Bundesrat klare Regeln, wann, wie, wo protestiert werden darf. Sollte der Bundesrat zu den politischen Rechten keine neuen Konzepte präsentieren bis Ende Mai, dann wird sich das Parlament einschalten. Auch in Deutschland regt sich Widerstand gegen die von der Regierung verordneten Corona-Schutzmaßnahmen. Vehementer Widerstand. In der Hauptstadt Berlin, aber auch in Nürnberg oder Dortmund versammelten sich heute erneut Tausende zu Protesten. Hier in Stuttgart gab es mit 5000 Teilnehmern die größte Demonstration. Auch Impfgegner, Rechtspopulisten und Verschwörungstheoretiker waren dabei.
Hier in München wollten mehr als die genehmigten 1000 Teilnehmer protestieren. Die Polizei forderte deshalb viele auf, nach Hause zu gehen. Die Botschaft der Demos: Der Staat greife zu sehr in die Freiheit der Einzelnen ein. Bei manchen treibt diese Sorge teils seltsame Blüten. Deutschland-Korrespondentin Bettina Ramsay berichtet. Corona ist erfunden. Hinter allem steckt Bill Gates. Die staatlichen Maßnahmen völlig unnötig. Corona ist ein Riesenquatsch. Das ist wirklich ein Quatsch. Wenn Sie das noch nicht begriffen haben, ich weiß es dann auch nicht. Corona ist ein Quatsch. Manche halten solche Aussagen für absurd, andere für gefährlich. Experten warnen, hier braut sich etwas zusammen. Allgemein würde ich schon davor warnen, das Thema auf die leichte Schulter zu nehmen, weil sich eben zeigt, auch in unseren Studien, dass Menschen, die an Verschwörung glauben, die diese starke Ideologie haben, dass die eher gewaltbereit sind, sich von der Demokratie entfernen und verschiedenste Mittel nutzen, um ihre Wahrheiten durchzusetzen. Dabei nennen sich die Organisatoren der Demo in Berlin demokratischer Widerstand. Die Corona-Panik ist eine Inszenierung. Sie ist ein Betrügertrick. Es ist höchste Zeit, dass wir verstehen, dass wir inmitten eines weltweiten und mafiösen Verbrechens sind. Deswegen haben wir als Bürger dieses Landes, als Demokratinnen und Demokraten es als unsere Pflicht empfunden, selbst aufzustehen. Auch immer mehr Promis mischen sich ein. Der Sänger Xavier Naidoo zum Beispiel. Im Netz spricht er von teuflischen Machenschaften und kündigt Widerstand an. Oder er, Promikoch Attila Hildmann, wurde bei einer Demo in Berlin verhaftet. Er sei bereit, Kopfschüsse für diese Sache zu kassieren, schreibt er auf Twitter. Die Dynamik nutzen auch Rechtsextremisten. Der Chef des Bundeskriminalamts ist besorgt. Jetzt mit wieder aufkommenden Demonstrationen sehen wir, dass es vor allem versucht wird, gerade aus dem rechten Spektrum, Proteste aus dem bürgerlichen Lager, die erst einmal auch dagegen gerichtet sind, dass sie natürlich von den Corona-Maßnahmen belastet sind, zu kapern, so nenne ich es jetzt mal, um dort auch ihre Weltanschauungen und Theorien zu verbreiten. Schon mehrfach gab es Angriffe auf Journalisten und Beobachter rechnen damit, dass die Bewegung größer wird. Eine schnelle Lösung zumindest ist nicht in Sicht.